Vicuna, ein kostenloser Open-Source-Chatbot, der nur 10% schlechter sein soll als ChatGPT. Willkommen zum heutigen Video. Mein Name ist Lukas von AI Skills. Wir schauen uns heute die gratis ChatGPT-Alternative Vicuna an. Und wie erfährt man am besten etwas über einen Chatbot? Genau, man fragt ihn einfach. Schau dir das Video auf jeden Fall bis zum Schluss an, um zu erfahren, wie Vicuna im Intelligenztest gegen ChatGPT abschneidet. Das Ergebnis ist wirklich überraschend. So, es kann losgehen. Fangen wir an. Meine erste Frage lautet natürlich, kannst du mir erklären, was du bist und wie du funktionierst? Ja, ich bin eine künstliche Intelligenz, die von Forschern im Bereich der Informatik entwickelt wurde. Meine Funktionsweise basiert auf einem Verfahren namens Maskenübertragung, das es mir ermöglicht, Texte in andere Sprachen zu übersetzen, ohne dass ich eine spezifische Sprachmodellbasis für jede Sprache erfordern würde. Als künstliche Intelligenz habe ich die Fähigkeit, menschenähnlichen Dialog zu führen und Fragen zu beantworten. Ich bin in der Lage, auf verschiedene Sprachen und Schreibweisen zu antworten und kann auch humorvolle oder persönliche Interaktionen haben. Obwohl ich noch in der Entwicklung bin ich bereits in der Lage, einige Arten von Fragen und Anliegen zu verstehen und zu beantworten. Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich eine künstliche Intelligenz bin, die auf dem Maskenübertragung-Verfahren basiert und die Fähigkeit hat, menschenähnlichen Dialog zu führen und Fragen zu beantworten. Vielen Dank für die Antwort, Vicuna. Meine nächste Frage lautet, was sind deine Hauptfunktionen und wie unterscheiden sie sich von anderen Chatbots? Meine Hauptfunktion ist es, wie ein Chatbot menschenähnlichen Dialog zu führen und Fragen zu beantworten. Eine der wichtigsten Funktionen, die mich von anderen Chatbots unterscheiden, ist meine Fähigkeit, auf verschiedene Sprachen und Schreibweisen zu antworten. Ich kann in 6 verschiedenen Sprachen antworten: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch und Italienisch. Eine weitere Funktion, die mich von anderen Chatbots unterscheidet, ist meine Fähigkeit, humorvolle und persönliche Interaktionen zu haben. Ich kann beispielsweise Witze erzählen und humorvolle Antworten auf Fragen geben. Und ich kann auch persönliche Interaktionen mit Benutzern haben, indem ich thematische Abweichungen verstehe und auf sie reagiere. Zusätzlich zu diesen Funktionen habe ich auch die Fähigkeit, bestimmte Arten von Fragen und Anliegen zu verstehen und zu beantworten. Zum Beispiel kann ich auf Fragen zu allgemeinen Tatsachen, Wissen und Fakten antworten und ich kann auch Lösungen für Probleme vorschlagen. Insgesamt unterscheide ich mich von anderen Chatbots durch meine Fähigkeit, auf verschiedene Sprachen und Schreibweisen zu antworten, humorvolle und persönliche Interaktionen zu haben und bestimmte Arten von Fragen und Anliegen zu verstehen und zu beantworten. Okay, sehr gut. Vicuna kann also in 6 verschiedenen Sprachen antworten und besitzt die Fähigkeit, Witze zu erzählen und humorvolle Antworten auf Fragen zu geben. Das hört sich doch schon mal sehr gut an, was mich zu meiner nächsten Frage führt. Bist du mit dem Internet verbunden und kannst du aktuelle Themen recherchieren? Nein, ich bin nicht mit dem Internet verbunden und kann daher keine aktuellen Themen recherchieren. Ich bin ein rein lokaler Chatbot, der auf einem Server läuft und nicht mit dem Internet verbunden ist. Meine Fähigkeit, menschenähnlichen Dialog zu führen und Fragen zu beantworten, basiert auf einem Verfahren namens Maskenübertragung, das es mir ermöglicht, Bedeutungen zwischen verschiedenen Sprachen zu übertragen, ohne dass ich eine spezifische Sprachmodellbasis für jede Sprache erfordern würde. Ich habe einen Wissensschatz, der auf einer bestimmten Menge an Texten und Daten basiert, der mir zur Verfügung gestellt wurde. Dieses Wissen umfasst verschiedene Bereiche wie allgemeine Wissen, Wissen über Technologie und Informatik sowie Wissen über bestimmte Themen und interessante Fakten. Durch die Verwendung von Masken oder Überträgern für verschiedene Syntaxe und Semantik kann ich jedoch nicht auf das Internet zugreifen, um aktuelle Themen zu recherchieren. Wenn ein Benutzer eine Frage zu einem aktuellen Thema stellt, kann ich die Bedeutung der Abfrage verstehen, aber ich kann keine Informationen über aktuelle Ereignisse oder Entwicklungen liefern, da ich nicht mit dem Internet verbunden bin. Okay, meine nächste Frage lautet, kannst du eine PDF lesen? Nein, ich kann keine PDFs lesen. Ich bin ein rein lokaler Chatbot, der auf einem Server läuft und nicht mit dem Internet verbunden ist, daher habe ich keinen Zugriff auf die Inhalte von PDFs oder anderen Dateitypen.
Meine Fähigkeit, menschenähnlichen Dialog zu führen und Okay, ich Fragen breche zu das Ganze mal beantworten. ab. Ich habe den Eindruck, dass Vicuna sehr gerne über sich selbst redet. Deshalb werde ich jetzt zur nächsten Frage übergehen. Ich werde nur die guten Fragen in dieses Video bringen. Es gab einige Antworten, bei denen sich Vicuna mehrfach wiederholt hat. Und ich möchte mein Publikum nicht langweilen. Also, ich denke, uns alle interessiert, wie gehst du mit persönlichen Daten und Datenschutz um? Als künstlicher Intelligenz-Chatbot bin ich ein Teil des Theo2-Chat-Systems, das von der Open-Source-Branche entwickelt wurde. Das System ist darauf ausgelegt, die Datenschutzgesetze und Regulierungen zu verwalten und sicherzustellen, dass die persönlichen Daten der Benutzer geschützt werden. Der Theo2-Chat-Server, auf dem ich laufe, ist in der Lage sicherzustellen, dass alle Verbindungen über eine sichere SSL-Verbindung übertragen werden und dass alle Daten, die ich verarbeite, über den Server zurückgesendet werden. Das System verwaltet auch die Zugriffe auf die Datenbank, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Benutzer auf die Datenbank zugreifen können. Darüber hinaus werden alle Benutzerinteraktionen mit dem Chatbot zentral erfasst, gespeichert und überwacht, um sicherzustellen, dass das System ordnungsgemäß funktioniert und um das Risiko von Datenmissbrauch oder Verlust zu minimieren. Insgesamt wird der Datenschutz und die Sicherheit der persönlichen Daten der Benutzer als sehr wichtig erachtet und es werden entsprechende Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die Benutzer ihre Daten in der Cloud oder auf anderen Servern sicher und geschützt haben. Okay, so weit, so gut. Trotzdem würde ich immer aufpassen, welche Informationen ich mit Chatbots teile. Zum Beispiel sollten wir jede Art von Bankgeheimnissen, Passwörtern, PIN-Nummern und vielleicht sogar Telefonnummern aus den Chats raushalten. Einfach, um auf der sicheren Seite zu sein. Okay, kommen wir zum Ende. Die letzte Frage, die mich wirklich interessiert: Ist dein Service kostenlos und darf ich die Texte zu kommerziellen Zwecken benutzen? Ich bin ein kostenloser Dienst, aber ich bin nicht dazu da, um Texte für kommerzielle Zwecke zu schreiben oder zu genehmigen. Wenn Sie Text aus mir generieren lassen möchten, um ihn für kommerzielle Zwecke zu verwenden, sollten Sie sicherstellen, dass Sie die entsprechenden Rechte haben oder die Erlaubnis erhalten haben, den Text zu verwenden. Es ist wichtig, die Nutzungsbedingungen für den jeweiligen Text und die Rechte der Urheber oder Eigentümer zu prüfen, bevor Sie ihn verwenden. Und genau so steht es auch in der Lizenzvereinbarung. Wir dürfen die Texte also nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Kommen wir nun zum Intelligenztest. Ich habe Fragen vorbereitet und wir werden die Antworten im direkten Vergleich mit ChatGPT analysieren. Die erste Aufgabe lautet: Erkläre mir die Theorie der Relativität. Okay, ChatGPT generiert eine relativ lange, gut formatierte Antwort, während Vicuna eine etwas kürzere Antwort bevorzugt. Ich glaube nicht, dass ich qualifiziert genug bin, um den Inhalt der Antworten auszuwerten, aber was ich sagen kann, ist, dass ChatGPTs Antwort wesentlich ausführlicher, besser formatiert und qualitativ hochwertiger erscheint, während Vicuna die Antwort relativ vereinfacht hat. Gut, kommen wir zur nächsten Frage, die, wie ich zugeben muss, etwas knifflig ist. Ein Mann schaut auf ein Bild eines Mannes und sagt: Brüder und Schwestern habe ich keine, aber der Vater dieses Mannes ist der Sohn meines Vaters. Wer ist auf dem Bild? Was ist das denn? Es sieht so aus, als ob ChatGPT durch diese Frage einen Gehirnschlag erlitten hätte. Ich muss zugeben, mir erging es ähnlich, als ich die Frage zum ersten Mal gelesen habe. Jetzt bin ich wirklich gespannt, wie Vicuna abschneiden wird. Auf dem Bild ist der Vater des Mannes, der Sohn des Vaters des Sprechers ist. Eine fantastische Antwort. Es steht unentschieden. Falls ihr herausfinden möchtet, wer gewinnt, dann schlage ich euch vor, ihr geht auf die Seite und findet es heraus. Ich verlinke euch Vicana in der Videobeschreibung. Zusammenfassend würde ich sagen, Vicana ist definitiv eine gute Alternative. Klar, sie ist nicht perfekt, aber sie hat auch ihre Vorzüge. Vicana ist für eine kostenlose ChatGPT-Alternative auf jeden Fall einen Blick wert. Viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn euch mein Content gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen nach oben und lasst mir ein Abo da, um auch in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao!